die Josie, ich bin Tischlermeisterin und das hier ist mein Meisterstück. Das ist meine Kombinierbar. Die heißt genau so, weil ich verschiedene Materialkombinationen habe, Farbkombinationen und Getränkekombinationen. Links ist die Funktion ganz klar Kaffee machen. Die Kaffeezubereitung steht hier im Vordergrund und rechts ist es dann für den Weingenuss. Also wenn man mal eine Flasche Wein aufmacht, hat man dann alle Verstaumöglichkeiten von den Gläsern bis hin zu den Flaschenöffnern, die man braucht, auf der rechten Seite. Die Schwierigkeit bei dem Möbel war, die verschiedenen Materialien, klar, und die auch einfach alle plan zu bekommen. Also wir haben ja diese akkurate Fuge, die durchs ganze Meisterstück durchgeht und die muss halt wirklich genau sein. An dem ganzen Möbel sieht man auch, da ist nichts Rundes drin. Ja, das ist alles geradlinig, mit Gärung, mit Ecken, mit Kanten. Und so ist eigentlich auch die ganze Gestaltung von dem Möbel aufgeteilt. Bei den Materialien musste ich auch einfach gucken, das Möbel erfüllt ja eine Funktion. Ja, das heißt, die linke Funktion von dem Möbel ist ganz klar, ich mache Kaffee. Die rechte Funktion ist, hier wird die Weinflasche aufgemacht, hier wird der Wein eingefüllt. Das heißt, rechts, diese Arbeitsplatte, hat eine ganz andere Beanspruchungsklasse als die linke Arbeitsplatte. Deswegen dieses Material, da sieht man keinen Fingerabdruck drauf, da könnte man sogar mit dem Messer drauf schneiden. Es ist ringfest, so nennt sich das, der Begriff dahinter. Und da entstehen nicht so leicht Macken wie in der Eiche. Dadurch arbeiten diese beiden Materialien aber total unterschiedlich. Im linken Bereich, das ist ein MDF, das ist runterkalibriert, das ist beschichtet mit HPL. Das arbeitet nicht, das bleibt genauso gerade, wie ich es jetzt hier auch gebaut habe. Das hier aber schon. Das sind 4 Lamellen, die ich aus einer Bohle rausgeschnitten habe und wieder miteinander verleimt habe. Das heißt, hier kann halt einfach die Kraft von dem Holz nochmal da sein und dieses Holz verziehen. Weswegen man dann natürlich immer auf die Verleimregel achten muss und immer die stehenden Jahresringe gerade so für eine Platte verwenden muss, dass sich hier niemals etwas verzieht. Man kann auch ein bisschen darauf achten, ob man Markstrahlen, also diese ganz charakteristischen Strahlen von der Eiche, ob einem die gefallen, ob man die haben möchte in dem Möbel. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich finde, das macht es total einzigartig. Jetzt, wo wir auch gerade hier sind, sieht man das Kumiko noch ganz schön. Das ist eine japanische Handwerkskunst. Das ist einfach das, ja, ich würde sagen, das Filigranste an diesem ganzen riesigen Möbelstück. Das sind kleine Eicheleisten, also die sind 10 mm tief, 3 mm ausgehobelt. Und dann kriegen die ihre Form dadurch, dass man sagt, ich mache jetzt hier eine Gärung dran, ich mache hier eine dran und setze die nochmal ab. Die ganzen werden miteinander überplattet und dadurch entsteht dann dieses Muster. Und wenn man mal von ein bisschen weiter weg guckt, sieht man auch, dass ich mir so ein bisschen was bei dem Muster gedacht habe. Dadurch, dass ich ja überall alles eckig habe, alles an den ganzen Möbeln und auch diese Fronten eckig abgesetzt sind, sieht man, dass die Form von der Front in dem Kumiko weiterläuft. Also von jeder Front ist diese Ecke dann aufgenommen und läuft weiter. Bei einem Gesellen- und bei einem Meisterstück müssen ja auch immer klassisch gezinkte Schubkästen mit drin sein. Hier in dem Meisterstück habe ich 2 Stück davon und da habe ich einen Kulissenauszug gemacht. Also einen Vollholz-Kulissenauszug. Bedeutet, dass der Schubkasten um seine volle Länge auszieht und eben auf dieser Kulisse läuft, die hier mit einem 45-Grad-Fräser dran gefräst ist und der stoppt in dieser Nut. Das sind jetzt 2 verschiedene Holzarten. Man nimmt nicht immer die gleichen Holzarten dabei, weil die einfach, wenn man jetzt nur die Eiche dafür verwendet hätte, hätte die eine andere Reibung, weswegen man da oft ein Holz nimmt, was nicht so offenporig wie die Eiche ist. Also die hakt da nicht so viel. Ich finde das Schöne an den Kulissenauszügen, ich meine, klar, die sind handgemacht, sowieso, aber daran merkt man auch, gerade bei der Bedienung, dass sie handgemacht sind, weil die tacken so schön. Ja, mir gefällt's. Dadurch, dass ich ja die Schwalbenschwanzzinkung habe und der Schwalbenschwanz ja von der Kraft vom Schubkasten her ja so gezinkt wird, dass er beim Zug von dem Schubkasten nicht aufgeht. Also dass er sich dann verhakt.
Das Zinken und Stemmen war jetzt nicht so das Problem, aber die Schubkästen zusammenzubekommen, dadurch, dass wir eine Schräge haben und eine Schräge mit zu spannen, kennt ihr wahrscheinlich alle, ist nicht so einfach. Meister wie im Gesellenstück muss man ja immer irgendwie ein Schloss reinpacken oder einen Verschluss. Das wollte ich diesem Möbel, ich sag mal, optisch nicht antun, weil das sollte einfach clean bleiben von der Optik. Weswegen ich dann die ganze Zeit geguckt habe, wie ich da die Fronten verschließen kann. Letztlich habe ich mich dazu entschieden, einen Beschlag selbst zu entwickeln. Ich bin dann zu einem befreundeten Feinwerksmechaniker gegangen und habe dem so meine Ideen einmal gezeigt. Also so grob, was ich denke, was ich da haben möchte. Und er hat mir dann wirklich diesen coolen Beschlag gezaubert. Also letztlich ist das ein gefederter Bolzen, der durch den Druck hier einen Bolzen ausfährt. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber es musste halt sehr filigran sein, weil es ist hier, hinter diesem Griffstück hier verschwindet das Ganze. Da ist es eingebohrt. Das sitzt an der Position, immer gespiegelt zueinander und hält damit jede Front einmal zu. Ist jetzt kein Einbruchsschutz, also es ist kein Schloss in dem Sinne, es ist Zuhaltung und die funktioniert wie folgt. Also ich habe hier ja meinen Innenkorpus und hier ist ein bewegliches Teil drin. Das hört man hier so ein bisschen. Das ist ein Rahmen, wo eine Griffmulde reingefräst ist. Ziehe ich die zu mir, hört man auch das Klacken, dann ist dieser Beschlag betätigt, also dieser Bolzen wird jetzt rausgedrückt und mein Schubkasten geht nicht mehr auf. Nehme ich dieses Griffstück und fahre das wieder zurück in die eigentliche Position, dann kann ich meinen Schubkasten wieder aufmachen. Ziehe ich das ran, fährt der Bolzen hier rein. Das ist nicht viel, das sind so 1-2 mm, aber das reicht, weil ich hier nochmal eine Messinghülse eingefräst habe und dadurch hält dieser Bolzen in der Messinghülse drin und verhindert, dass ich diesen Schubkasten aufmachen kann. Und das ist hier in meinem Fall ein Zukaufteil gewesen. Also ich habe es ja von jemand anderem produzieren lassen. Von mir kam nur die Idee. Und sowas kann man auch im Meisterstück deklarieren als Zukaufteil. Das ist dann nicht während der Bauphase gefertigt, sondern schon vorher. Ich habe hier bei meinem Meisterstück auch Plattgold verwendet. Das habe ich so ein bisschen als Highlight gemacht, weil das strahlt indirekt unfassbar toll und ist natürlich dann auch das Highlight, was dann horizontal nochmal die Abgrenzung zu Oberplatte und Korpus ist und auch für die Griffleiste. Bei dem Plattgold, man braucht Geduld, um das Ganze aufzubringen, weil das ist ja, ich glaube, es hat eine messbare Dicke, aber ich kann es kaum benennen. Also das ist so dünn, wenn man atmet, weht es weg. Das heißt, hier bedarf es einfach viel Sorgfalt und ganz, ganz, ganz viel Geduld, das Blatt für Blatt aufzubringen. Das ist ungefähr so breit vom Blatt und dann legt man wirklich die Blätter auf, legt die an, so Stück für Stück, bis man diese ganze Fläche fertig hat. Unten drunter ist nochmal Eiche, dass man diese Struktur davon nochmal durchsieht, dass es nicht nur glatt ist, sondern dass ich diese Poren der Eiche nochmal habe. Dann kommt da noch eine Anlagemilch drauf. Und das ist dann der Kontaktkleber von dem Ganzen. Das heißt, da drauf tupfe ich dann dieses Plattgold und danach wird das einpoliert. Mit einem Wattestück oder auch nochmal mit einem Lederstückchen. Und das ist wirklich eine Fleißarbeit, aber ich finde, es macht sich halt total bezahlt. Ich habe auch Licht in dieses ganze Meisterstück eingebaut. Das ist im Oberschrank einmal eine Lichtleiste und im Komiku auch nochmal, dass es halt schön beleuchtet wird. Bei der Lichtleiste habe ich jetzt darauf geachtet, dass es eine möglichst schmale Lichtleiste ist, weil die wird ja eingenutet. Diese Lichtleiste geht bis in die allerletzte Ecke. Das heißt, bis in diese Gärung, die hier angeschnitten ist, geht diese Lichtleiste rein. Das heißt, ich habe wirklich vollflächig in diesem ganzen Oberschrank Licht drin. Und das Ganze wird gesteuert. Das ist jetzt hier nicht so ganz sichtbar, weil ich das ganz bewusst so gemacht habe, dass es in dieser Rückwand läuft auch wieder diese Nut, also dieses geschnittene mit dem Kreissägeblatt, läuft hier wieder entlang, da ist dann die Kabelführung und die Steuerung, um das an- und auszumachen, ist ein Touchsensor. Das heißt, ich muss da einfach nur einmal kurz drauf gehen, das Licht geht an und wenn ich lange drauf gehe, dimme ich das Ganze. Also einmal nach unten gedimmt und einmal wieder noch mehr Helligkeit reingebracht. Denn das ist mittlerweile auch was fast jeder Kunde haben möchte. Also auch in der Möbelproduktion hat man das immer öfter, dass auch Licht in den Möbel
Das bringt auch mehr Qualität. Das zeigt nochmal die Materialien mehr. Das bringt das Ganze wortwörtlich mehr zum Leuchten. Und dadurch ist es halt immer wieder cool, wenn man auch was man in der Schreinerei macht, auch in seinem Meisterstück zu verwenden. Die Anforderungen von so einem Meisterstück sind jetzt, sage ich mal, so ein bisschen banal. Letztlich muss es meisterlich sein. Das ist so die allergrößte Anforderung dahinter. Was aber auch total wichtig ist, sind eben diese klassisch gezinkten Schubkästen. Die müssen einfach rein, das ist so. Es gibt dann immer mal wieder mehr Punkte oder weniger Punkte für die Schwierigkeiten, die man einbaut. Bei mir zum Beispiel ist es die besondere Oberfläche mit dem Blattgold. Das ist nochmal ein Schwierigkeitspunkt gewesen. Aber auch die Kulissenauszüge aus Massivholz ist auch ein Schwierigkeitspunkt. Das ist im Prinzip ein Punktemodell, also eine Tabelle, wo man dann sieht, was wie gebaut werden kann. Zum Beispiel auch die Bauweise. Es ist eine Rahmenbauweise, eine Plattenbauweise oder eine Stollenbauweise. Und an diesem Punktesystem kann man dann ungefähr sein Meisterstück einordnen. Auch die Prüfer machen das und sagen dann, oh, hier drehen wir noch ein bisschen, da noch ein bisschen mehr Anforderungen. Vielleicht könnte es auch zu viel sein. Also jedes Meisterstück ist super individuell, dadurch, dass man ja eigentlich ein leeres Blatt Papier hat, worauf man alles machen könnte, was man möchte. Ich könnte ja auch eine Hauseingangstür bauen, wenn ich möchte. Sie muss aber diese klassischen Anforderungen erfüllen. Wenn dir an meinem Meisterstück was besonders gut gefallen hat, dann schreib's mal in die Kommentare.